Lektion eins: Von zu Hause aus arbeiten. Ich habe mit Ablenkungen zu kämpfen, wenn ich von zu Hause aus arbeite. Der ständige Lärm von draußen ist hart. Ich verstehe das vollkommen. Es kann wirklich schwierig sein, einen ruhigen Ort zu finden, besonders in einer belebten Gegend. Genau. Manchmal kommt es mir so vor, als gäbe es Millionen Dinge, die versuchen, meine Aufmerksamkeit von der Arbeit abzulenken. Ja, und die Versuchung, Hausarbeiten zu erledigen, anstatt sich auf die Aufgaben zu konzentrieren, kann überwältigend sein. Ich stimme zu. Ich musste mir strenge Grenzen setzen, um auf Kurs zu bleiben. Das ist ein cleverer Ansatz. Haben Sie es schon mit Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung versucht? Ja, sie helfen sehr. Sie blockieren wirklich Ablenkungen und helfen mir, mich besser zu konzentrieren. Ich muss mir ein Tat zulegen. Ich denke, das würde auch für mich einen großen Unterschied machen. Auf jeden Fall. Außerdem kann die Einrichtung eines eigenen Arbeitsbereichs Ihrem Gehirn signalisieren, dass es Zeit zum Arbeiten ist. Lektion 2: Gute Angebote finden. In letzter Zeit bin ich auf der Suche nach guten Angeboten und finde sie gerne selbst. Ich hoffe, es ist schon befriedigend, ein Schnäppchen zu machen, nicht wahr? Absolut. Es ist jedes Mal wie ein kleiner Sieg, wenn man etwas zu einem niedrigeren Preis findet. Tja, wo finden Sie normalerweise die besten Angebote? Ich schaue oft in den örtlichen Secondhand-Läden oder in den Ausverkaufsabteilungen großer Einzelhandelsgeschäfte vorbei. Das ist eine clevere Strategie. Ich habe auch in den Ausverkaufsabteilungen einige tolle Artikel gefunden. Ja, und manchmal findet man sogar Einzelstücke, die es sonst nirgendwo gibt. Ja, lass uns bald einen Shoppingtag planen, um gemeinsam ein paar Orte in der Umgebung zu erkunden. Ich kann es kaum erwarten. Es wird spannend zu sehen, welche verborgenen Schätze wir entdecken können. Lektion 3: Komikhandel. Ich tausche Comics mit einigen meiner Freunde und manchmal kaufe ich Comics in den Geschäften vor Ort. Das klingt nach einer Menge Spaß. Wie sind Sie zum Komikhandel gekommen? Ich habe Comics schon immer geliebt und durch den Tausch kann ich neue Geschichten entdecken, ohne zu viel auszugeben. Das ist eine clevere Möglichkeit, mehr Inhalte zu genießen. Haben Sie eine Lieblingskomikserie? Ja, ich bin ein großer Fan von Superhelden-Comics. Die Erzählweise ist immer so fesselnd. Ich liebe das. Es ist etwas Besonderes, wenn Comics, Kunst und Erzählung zusammenkommen. Genau, es ist ein einzigartiges Medium, das die Fantasie wirklich anregt. Ich stimme zu. Ich würde gerne mal bei einer deiner Comic-Tauschsitzungen dabei sein. Das wäre super. Lass uns einen Tag planen, an dem wir gemeinsam ein paar Geschäfte besuchen. Lektion 4: Einkaufsliste. Verstanden. Ich werde sie auf die Einkaufsliste setzen. Gibt es sonst noch etwas, das wir wissen sollten, bevor wir losfahren? Ja, wir sollten sicherstellen, dass wir ein Budget im Kopf haben, um beim Einkaufen nicht zu viel auszugeben. Das ist eine clevere Idee. Wenn wir uns an ein Budget halten, behalten wir unsere Finanzen im Griff. Ja, außerdem können wir so priorisieren, was wir wirklich brauchen und was wir vielleicht nur wollen. Ich stimme zu. Es passiert leicht, dass man sich im Laden zu Impulskäufen hinreißen lässt.
Ja, und eine übersichtliche Liste kann uns dabei helfen, uns auf unsere Ziele für den Einkaufsbummel zu konzentrieren. Das stimmt. Ich fühle mich organisierter, wenn ich einen konkreten Plan habe. Wie auch schauen wir uns vor der Abreise auch nach Gutscheinen oder Rabatten um. Tolle Idee. So können wir noch mehr sparen und bekommen trotzdem, was wir brauchen. Lektion 5: Stärken annehmen. So verpassen wir nichts und können unsere Zeit dort optimal nutzen. Auf jeden Fall. Wenn wir uns auf unsere Stärken konzentrieren, können wir unsere Erfahrung maximieren. Ja, und Vertrauen in unsere Fähigkeiten kann zu besseren Ergebnissen führen. Ich stimme zu. Es ist wichtig zu erkennen, was wir beitragen. Genau. Wie erinnern Sie sich normalerweise an Ihre Stärken? Ich führe gerne ein Tagebuch, in dem ich meine Erfolge und positives Feedback aufschreibe. Das ist eine großartige Strategie. Sie stärkt Ihr Selbstvertrauen mit der Zeit. Ja, und das Nachdenken über diese Momente kann die Motivation steigern, wenn Herausforderungen auftreten. Ich glaube, ich sollte auch damit anfangen. Es könnte mir wirklich helfen, konzentriert zu bleiben. Lektion 6: Getränkeauswahl. Das ist ein kluger Ansatz. Und was ist mit Getränken? Achten Sie darauf, was Sie trinken? Ja, ich versuche, gesunde Entscheidungen zu treffen, insbesondere was Flüssigkeitszufuhr und Energie angeht. Genau. Ausreichend Flüssigkeit ist für das allgemeine Wohlbefinden unerlässlich, insbesondere an arbeitsreichen Tagen. Ich stimme zu. Normalerweise bevorzuge ich Wasser, aber ich genieße auch Kräutertees wegen ihrer wohltuenden Wirkung. Das klingt erfrischend. Kräutertees können sowohl beruhigend als auch nahrhaft sein. Ja, und ich denke, es ist wichtig, auch auf den Zucker in Getränken zu achten. Absolut. Zu viel Zucker kann sich stark auf unser Energieniveau und unsere Gesundheit auswirken. Ich stimme voll und ganz zu. Lassen Sie uns bei unserem nächsten Ausflug ein paar neue, gesunde Getränkeoptionen ausprobieren. Ich kann es kaum erwarten. Es wird für uns beide ein erfrischendes Abenteuer. Lektion 7: Morgenroutine. Ich bin heute um 6:30 Uhr aufgewacht. Ich versuche immer, meinen Tag früh zu beginnen. Das ist beeindruckend. Frühes Aufstehen kann wirklich einen positiven Grundstein für den Tag legen. Ja, es gibt mir Zeit, ein ruhiges Frühstück zu genießen und meinen Tag zu planen. Hilf. Ich finde, dass diese ruhigen Momente am Morgen für mich unerlässlich sind. Genau. Normalerweise meditiere ich gerne ein paar Minuten, bevor ich mich in meine Aufgaben stürze. Das klingt nach einer tollen Möglichkeit, sich zu zentrieren. Das sollte ich öfter versuchen. Ich kann es nur empfehlen. Es kann einen großen Unterschied machen, wie Sie den Tag angehen. Das sehe ich. Ich bin inspiriert, früher aufzustehen und mir etwas Ruhezeit zu gönnen. Das ist großartig. Lasst uns beide unsere Morgenroutinen einhalten und uns erzählen, wie es läuft. Lektion 8: Sicherheitsvorschriften. In zukünftigen Fällen wurde den Schiffen befohlen, aus Sicherheitsgründen einen ausreichenden Vorrat an Rettungsbooten mitzuführen. Das ist eine entscheidende Regelung. Die Gewährleistung der Sicherheit auf See ist von größter Bedeutung. Genau.
Genügend Rettungsboote zu haben, kann im Notfall über Leben und Tod entscheiden. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, auf jede mögliche Situation vorbereitet zu sein. Ja, und es ist interessant zu sehen, wie sich die Sicherheitsstandards im Laufe der Zeit entwickelt haben. Ich stimme zu. Aus vergangenen Vorfällen zu lernen führt zu besseren Praktiken und Vorschriften. Ja, und ich denke, es ist für alle, die an maritimen Aktivitäten beteiligt sind, wichtig, der Sicherheit Priorität einzuräumen. Auf jeden Fall. Bewusstsein und Vorbereitung können die Sicherheit auf See erheblich verbessern. Ich bin froh, dass wir darüber sprechen. Es ist für die Sicherheit aller Passagiere und der Besatzung von entscheidender Bedeutung. Lektion 9: Schulaktivitäten. In der Turnhalle haben die Schüler Sportunterricht und es finden auch Tanzveranstaltungen statt. Es ist interessant. Es muss ein zentraler Knotenpunkt für studentische Aktivitäten und Veranstaltungen sein. Ja, hier können die Schüler ihre Teamfähigkeit ausbauen und aktiv bleiben. Hilf. Sport spielt eine entscheidende Rolle in einer umfassenden Bildung. Genau. Außerdem schaffen Tanzveranstaltungen in der Turnhalle eine tolle Atmosphäre für geselliges Beisammensein. Ja, und es ist eine großartige Möglichkeit für Studenten, auch außerhalb des Studiums Kontakte zu knüpfen. Ich denke, es ist wichtig, dass Schulen Möglichkeiten für körperliches und soziales Engagement bieten. Auf jeden Fall. Es trägt dazu bei, ein Gemeinschaftsgefühl unter den Schülern zu schaffen. Ich bin froh, dass unsere Schule diese Aktivitäten als Teil des Gesamterlebnisses betont. Lektion 10: Köstliche Mahlzeiten planen. Klingt lecker. Wie wäre es mit einer Beilage? Wie wäre es mit geröstetem Gemüse? Das ist eine perfekte Idee. Geröstetes Gemüse passt wunderbar zu vielen Hauptgerichten. Genau. Sie sind einfach zu zubereiten und verleihen dem Essen so viel Geschmack und Farbe. Ja, und sie sind voller Nährstoffe, was ein großer Vorteil ist. Ich stimme zu. Wir sollten sie vor dem Rösten gut würzen, um ein maximales Aroma zu erzielen. Auf jeden Fall. Eine Mischung aus Kräutern und Gewürzen kann das Gericht wirklich aufwerten. Ja, und wir sollten verschiedene Gemüsesorten für eine farbenfrohe Präsentation einbeziehen. Soll der Plan. Wir müssen beim Einkaufen frische Produkte mitnehmen. Ich bin gespannt, wie unser Essen wird. Lektion 11: Das Schloss erkunden. In diesem Fall sollten Sie das berühmte Schloss in der Stadt besuchen. Es ist wirklich ein unvergesslicher Anblick. Das klingt unglaublich. Ich wollte schon immer ein historisches Schloss erkunden und etwas über seine Geschichte erfahren. Absolut. Die Architektur ist atemberaubend und es gibt so viele faszinierende Geschichten, die damit verbunden sind. Ja, ich liebe es, dass Schlösser oft eine so reiche Geschichte und Geschichten über das Königshaus in sich tragen. Genau. Außerdem ist die Aussicht von der Burg atemberaubend. Von dort oben kann man die ganze Stadt überblicken. Puff, das muss eine fantastische Perspektive sein. Ich kann dir vorstellen, schöne Fotos zu machen. Ja, und die Gärten rund um das Schloss sind auch wunderschön. Es ist ein perfekter Ort für einen gemütlichen Spaziergang. Der Stimme zu. Ein Besuch des Schlosses klingt nach einer wunderbaren Möglichkeit, den Tag zu verbringen. Lassen Sie uns bald eine Reise planen.
damit wir voll und ganz in das Erlebnis eintauchen können. Lektion 12. Flussansichten. Vielleicht gefällt Ihnen auch eine Bootsfahrt auf der Moldau, bei der Sie einen Panoramablick auf die Stadt genießen. Das klingt wunderbar. Ich habe gehört, dass es ein einzigartiges Erlebnis ist, die Stadt vom Wasser aus zu sehen. Absolut. Die Gebäude entlang des Flusses sind atemberaubend, besonders bei Sonnenuntergang. Ja, ich kann mir nur vorstellen, wie schön die Spiegelungen auf dem Wasser wären. Genau. Es ist wie ein bewegtes Gemälde, während Sie den Fluss entlang gleiten. Ich liebe diese Idee. Es wäre so entspannt, die Landschaft beim Schweben zu genießen. Ja, und wir könnten sogar ein kleines Picknick einpacken, um es auf dem Boot zu genießen. Das klingt perfekt. Ein Picknick mit Aussicht würde es noch spezieller machen. Planen wir bei unserem Besuch unbedingt eine Bootsfahrt ein. Lektion 13. Wettercheck. Sie prüfen den Wetterbericht. Klar, ich schaue nach, ob wir etwas Besonderes einpacken müssen. Das klingt gut. Es ist immer ratsam, auf Wetteränderungen vorbereitet zu sein. Auf jeden Fall. Ich möchte nicht ohne Regenschirm da stehen, wenn es plötzlich regnet. Ja, und wenn wir mehrere Schichten Kleidung einpacken, können wir uns unabhängig von der Temperatur wohlfühlen. Genau. Ein wenig Planung kann unser Reiseerlebnis erheblich verbessern. Ich stimme zu. Denken wir auch an alle Aktivitäten, die wir durchführen könnten und die vom Wetter beeinflusst werden könnten. Ja, wenn die Sonne scheint, möchten wir vielleicht mehr Ausflüge in die Natur planen. Und wenn es regnet, könnten wir uns stattdessen nach Indoor-Attraktionen umsehen. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Behalten wir die Wettervorhersage vor unserer Reise im Auge. Lektion 14. Essen mit kleinem Budget. Verstanden. Wie sieht es mit Essen aus? Irgendwelche Vorschläge für preiswertes Essen auf Reisen? Ja, ich denke, dass das Probieren von lokalem Streetfood eine fantastische Möglichkeit sein kann, Geld zu sparen und authentische Küche zu erleben. Genau. Straßenhändler bieten oft köstliche Gerichte an, die viel günstiger sind als Restaurantgerichte. Ja, und Sie können einzigartige Geschmacksrichtungen entdecken, die Sie in einem Restaurant mit Bedienung vielleicht nicht bekommen. Ich stimme zu. Es ist eine großartige Möglichkeit, in die lokale Kultur einzutauchen. Auf jeden Fall. Ein weiterer Tipp: Suchen Sie nach Märkten, auf denen Sie frische Produkte und Snacks kaufen können. Das ist eine clevere Idee. Ein Picknick einzuparken kann auch eine unterhaltsame und kostengünstige Möglichkeit sein, Mahlzeiten zu genießen. Ja, es ermöglicht uns, beim Erkunden zu essen, wann und wo wir wollen. Ich denke, wir sollten uns im Voraus über lokale Empfehlungen für preisgünstige Optionen informieren. Lektion 15. Körperliche Aktivität. Für die ersten Recherchen ist das ganz hilfreich, aber wir sollten unbedingt auch körperliche Aktivitäten einplanen. Ja, wenn wir Bewegung in unseren Tagesablauf einbauen, bleiben wir während unserer Reise voller Energie. Genau. Es passiert leicht, dass man körperliche Aktivitäten vernachlässigt, wenn man mit Entdecken beschäftigt ist. Auf jeden Fall. Ein paar Spaziergänge oder Wanderungen können als Ausgleich zu unseren Besichtigungen dienen. Ja, und es ermöglicht uns, die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen und gleichzeitig aktiv zu bleiben. Ich finde diese Idee super.
Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, abseits der ausgetretenen Pfade verborgene Schätze zu entdecken. Auf jeden Fall. Um die Balance zu halten, sollten wir ein paar Outdoor-Aktivitäten in unseren Reiseplan aufnehmen. Ich freue mich darauf. Das macht unsere Reise noch erfüllender. Ja, stellen wir sicher, dass wir sowohl der Erkundung als auch unserer Gesundheit Priorität einräumen. Lektion 16: Wochenendpläne. Hi, was hast du fürs Wochenende vor? Mir geht es genauso, ich kann einem guten Abenteuer nie widerstehen. Ich stimme voll und ganz zu. Wochenenden sind die perfekte Zeit, um neue Aktivitäten und Orte zu erkunden. Ja, und es ist erfrischend, aus der Routine auszubrechen und etwas Neues auszuprobieren. Auf jeden Fall. Hast du für dieses Wochenende schon konkrete Pläne? Ich dachte daran, ein lokales Festival zu besuchen. Dort gibt es normalerweise tolles Essen und Unterhaltung. Das klingt nach Spaß. Ich würde gerne mitmachen. Festivals sind immer lebendig und aufregend. Großartig. Schauen wir uns den Zeitplan an und sehen, welche Veranstaltungen stattfinden. Ja, und wir können auch nach Kunstausstellungen oder Märkten im Freien suchen, die wir erkunden können. Ich kann es kaum erwarten. Es wird ein Wochenende voller Spaß und Entdeckungen. Lektion 17: Zukunftspläne. Ich habe über meine Zukunft nachgedacht und überlege, einen Masterabschluss zu machen. Das klingt nach einer fantastischen Gelegenheit. Welches Fach möchtest du studieren? Ich interessiere mich für Umweltwissenschaften und möchte einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Das ist bewundernswert. Wir brauchen mehr leidenschaftliche Menschen in diesem Bereich, um Veränderungen voranzutreiben. Ich stimme zu. Ich glaube, dass Bildung uns befähigen kann, drängende Umweltprobleme anzugehen. Auf jeden Fall. Haben Sie schon darüber nachgedacht, bei welchen Schulen Sie sich bewerben könnten? Ja, ich schaue mir einige Programme an, die sich auf praktische Lösungen und Forschung konzentrieren. Das klingt vielversprechend. Es ist wichtig, ein Programm zu wählen, das zu Ihren Zielen passt. Ja, und ich freue mich über die Möglichkeit praktischer Lernerfahrungen. Lektion 18: Motiviert bleiben. Ich habe versucht, motiviert zu bleiben, mir realistische Ziele zu setzen und meine Fortschritte zu verfolgen. Das ist ein kluger Ansatz. Das Setzen erreichbarer Ziele kann wirklich dazu beitragen, die Motivation langfristig aufrechtzuerhalten. Genau. Es ist ein tolles Gefühl, kleine Fortschritte zu sehen und das motiviert mich weiterzumachen. Ja, und indem Sie Ihren Fortschritt verfolgen, können Sie diese Erfolge unterwegs feiern. Ich stimme zu. Es ist motivierend, zurückzublicken und zu sehen, wie weit ich gekommen bin. Auf jeden Fall. Haben Sie spezielle Methoden gefunden, die Ihnen helfen, auf Kurs zu bleiben? Ich habe angefangen, ein Tagebuch zu führen, um meine Ziele und Überlegungen aufzuzeichnen, was hilfreich war. Das ist eine tolle Idee. Dinge aufzuschreiben kann deine Gedanken und Absichten verdeutlichen. Ja, und es ermöglicht mir auch, meine Ziele nach Bedarf anzupassen, was wichtig ist. Lektion 19: Detaillierte Vorschläge. Lassen Sie uns einen detaillierten Vorschlag für das bevorstehende Projekt vorlegen. Wie wäre es mit einer Kostenschätzung? Das klingt nach einem soliden Plan. Kostenvoranschläge helfen unserem Team, das Booklet besser zu verstehen. Genau.
Es zeigt auch, dass wir sorgfältig und verantwortungsvoll planen. Ja, und es kann uns helfen, potenzielle finanzielle Herausforderungen frühzeitig zu erkennen. Ich stimme zu. Um es deutlich zu machen, lassen Sie uns die Kosten für jede Komponente des Projekts aufschlüsseln. Folge dir. Eine klare Aufschlüsselung erleichtert allen die Nachverfolgung. Ja, und es kann Transparenz und Vertrauen unter den Teammitgliedern fördern. Zuruf. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg, einen umfassenden Vorschlag zu erarbeiten. Ich kann es kaum erwarten, es fertigzustellen und unsere Ideen vorzustellen. Lektion 20. Erfrischende Räume. Mit etwas Farbe können wir ihm einen frischen Look verpassen. Das ist eine tolle Idee. Zuruf. Ein neuer Anstrich kann einen Raum komplett verwandeln und einladender wirken lassen. Ja, und es ist im Vergleich zu anderen Renovierungen relativ kostengünstig. Ja, außerdem kann die Wahl der richtigen Farben die Stimmung eines Raums erheblich verändern. Ich stimme zu. Haben Sie darüber nachgedacht, welches Farbschema am besten funktionieren würde? Ich tendiere zu sanften, warmen Tönen. Sie schaffen eine gemütliche und einladende Atmosphäre. Das klingt wunderbar. Ich denke, diese Farben würden den Raum wirklich auffällen. Ja, und wir könnten mit verschiedenen Dekorelementen sogar noch Akzente setzen. Ich bin begeistert von diesem Projekt. Lass uns einen Tag planen, an dem wir gemeinsam mit dem Malen beginnen. Lektion 21. Schneckchenjagd. Ich habe bei einem Flohmarkt ein Buch für nur $1 gefunden, was fantastisch ist, wenn man es mit den 20 oder $30 vergleicht, die es im Laden kosten würde. Das ist unglaublich. Flohmärkte können wahre Schatzkammern sein, wenn man weiß, wo man suchen muss. Absolut. Der Nervenkitzel, ein verstecktes Juwel zu einem so niedrigen Preis zu finden, ist kaum zu übertreffen. Ja, und es ist eine nachhaltige Art des Einkaufens. Sie hauchen gebrauchten Artikeln neues Leben ein. Genau. Außerdem können Sie einzigartige Bücher entdecken, die nicht mehr gedruckt werden. Ich liebe das. Wenn es etwas Seltenes ist, fühlt sich das Lesen noch besonderer an. Auf jeden Fall. Ich denke, wir sollten dieses Wochenende gemeinsam ein paar Flohmärkte in der Nähe besuchen. Das klingt nach einem lustigen Plan. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir finden. Lassen Sie uns eine Liste dessen erstellen, was wir zu entdecken hoffen. Lektion 22. Ideen schreiben. Ich habe diese Ideen aufgeschrieben und dabei auch betont, wie wichtig es ist, das zu tun, was für Sie richtig erscheint, egal wie unterschiedlich es sein mag. Das ist so wichtig. Wenn Sie Ihrem Instinkt folgen, können Sie unglaubliche Ergebnisse erzielen, auch wenn es sich unkonventionell anfühlt. Genau. Manchmal sind die besten Wege nicht die beliebtesten und genau das macht sie einzigartig. Ja, und es ist wirklich inspirierend, Menschen zu sehen, die es wagen, anders zu sein und etwas zu verändern. Ich stimme zu. Es erfordert Mut, zu seinen Überzeugungen zu stehen und einen Weg zu wählen, den andere vielleicht nicht verstehen. Zuruf. Es zeigt, wie stark individuelle Entscheidungen das eigene Leben beeinflussen können. Ich denke, wir sollten mehr Gespräche über Authentizität und Selbstdarstellung fördern. Auf jeden Fall. Wenn wir unsere Erfahrungen teilen, können wir andere dazu motivieren, ihr Wahres sich anzunehmen.
Schreiben wir diese Gedanken weiter auf und teilen sie vielleicht sogar mit einem größeren Publikum. Lektion 23: Innovationen im Ingenieurwesen. Nikolaus Otto und Gottlieb Daimler entwickelten den Verbrennungsmotor, der den Transport revolutionierte. Das ist faszinierend. Die Auswirkungen ihrer Erfindungen sind noch heute in unserer Art zu reisen spürbar. Absolut. Es ist erstaunlich, wie sehr sich die Technologie seitdem weiterentwickelt hat. Ja, und der Verbrennungsmotor öffnete der Automobilindustrie die Tür zum Aufschwung. Genau. Es revolutionierte nicht nur den Transport, sondern auch die Wirtschaft und den Lebensstil auf der ganzen Welt. Ich stimme zu. Wenn wir die Geschichte hinter solchen Innovationen verstehen, können wir moderne Fortschritte besser wertschätzen. Ja, und es inspiriert auch zukünftige Erfinder, über den Tellerrand hinauszuschauen. Das finde ich toll. Innovationen basieren auf den Schultern derer, die vor uns zu träumen wagten. Lassen Sie uns unbedingt mehr über andere Erfinder und ihre Beiträge erfahren. Lektion 24: Der Einfluss des Fernsehens. Organisationen wie das Internationale Olympische Komitee haben die Vorteile des Fernsehens für die Erweiterung ihres Publikums erkannt. Das stimmt. Das Fernsehen hat die Art und Weise verändert, wie Ereignisse weltweit gesehen und gefeiert werden. Genau. Es ermöglicht der Fans aus aller Welt, sich wie nie zuvor mit den Olympischen Spielen zu beschäftigen. Ja, und es hat die Aufmerksamkeit auf verschiedene Sportarten gelenkt, die sonst vielleicht keine Beachtung gefunden hätten. Auf jeden Fall. Die erhöhte Sichtbarkeit kann junge Sportler dazu inspirieren, ihre Träume zu verfolgen. Ich stimme zu. Es ist erstaunlich, wie Technologie Menschen durch gemeinsame Interessen verbinden kann. Ja, und die Spannung, Live-Events im Fernsehen zu verfolgen, schafft ein Gemeinschaftsgefühl unter den Zuschauern. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns darüber diskutieren, wie die Medien die Welt des Sports und der Unterhaltung weiterhin prägen. Das würde mir sehr gefallen. Es ist ein faszinierendes Thema mit so vielen verschiedenen Aspekten. Lektion 25: Reisepläne. In letzter Zeit habe ich über meine Reisepläne nachgedacht. Und Sie? Für mein nächstes Abenteuer schaue ich mir tatsächlich Südostasien an. Es scheint so lebendig und voller Kultur zu sein. Das klingt spannend. Die Erlebnisvielfalt in Südostasien ist unglaublich. Ja, und ich habe gehört, das Essen ist absolut köstlich. Ich kann es kaum erwarten, lokale Gerichte zu probieren. Ich stimme zu. Street Food ist normalerweise die beste Möglichkeit, authentische Aromen zu erleben. Auf jeden Fall. Außerdem wäre der Besuch historischer Städten dort ein tolles Erlebnis. Ja, und die natürliche Schönheit von Orten wie Thailand und Vietnam ist atemberaubend. Ich kann es mir nur vorstellen. Lasst uns Tipps darüber austauschen, was man in diesen Ländern sehen und tun kann. Tolle Idee. Gemeinsam planen könnte zu einer unvergesslichen Reise führen. Lektion 26: Yale-Absolventen. Als ich Absolventin von Yale war, sagte er, ich erinnere mich, dass es dort keine Frauen gäbe, denn die Frauen gingen auf andere Hochschulen. Das ist ziemlich überraschend. Es ist interessant zu sehen, wie weit wir in Sachen Geschlechtergleichstellung im Bildungswesen gekommen sind. Absolut. Damals waren viele renommierte Institutionen überwiegend männlich geprägt.
Ja, und es ist wichtig zu erkennen, wie sich das im Laufe der Jahre verändert hat. Genau. Immer mehr Frauen streben eine Hochschulbildung an und sind in verschiedenen Bereichen erfolgreich. Ich stimme zu. Es ist inspirierend zu sehen, wie Frauen Barrieren überwinden und ihre Ziele erreichen. Ja, und es unterstreicht die Bedeutung gleicher Bildungschancen für alle. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns weiterhin Initiativen unterstützen, die Inklusion in der Bildung fördern. Das würde mir sehr gefallen. Es ist für zukünftige Generationen unerlässlich. Lektion 27. Historischer Kontext. Einige Amerikaner waren der Meinung, dass Großbritannien die Indianer zum Kampf gegen sie ermunterte und sie mit Waffen versorgt. Das ist faszinierend. Es zeigt, wie komplex historische Zusammenhänge im Laufe von Konflikten sein können. Genau. In Kriegszeiten prägen Missverständnisse und politische Dynamiken oft die Wahrnehmung. Ja, und es ist interessant zu sehen, wie Propaganda die öffentliche Meinung beeinflussen kann. Absolut. Historische Ereignisse werden oft aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und es ist entscheidend, sie zu verstehen. Ich stimme zu. Es hilft uns, aus der Vergangenheit zu lernen und auf eine friedlichere Zukunft hinzuarbeiten. Ja, und die Diskussion dieser Themen kann das Bewusstsein und kritische Denken fördern. Lassen Sie uns tiefer in diese Zeit eintauchen. Es gibt so viel zu entdecken. Ich freue mich darauf, mehr zu erfahren und gemeinsam Erkenntnisse auszutauschen. Lektion 28. Medieneinfluss. Sie argumentieren außerdem, dass Eltern ihre Kinder davon abhalten könnten, gewalttätige Fernsehsendungen anzuschauen. Das ist ein interessanter Punkt. Eltern spielen eine entscheidende Rolle bei der Steuerung des Medienkonsums ihrer Kinder. Genau. Das Festlegen von Grenzen für die Bildschirmzeit kann dazu beitragen, gesündere Sehgewohnheiten zu fördern. Ja, und wenn Sie den Inhalt mit Kindern besprechen, können Sie ihnen helfen, richtig von falsch zu unterscheiden. Absolut. Es ist wichtig, dass Kinder lernen, das, was sie auf dem Bildschirm sehen, kritisch zu bewerten. Ich stimme zu. Medienkompetenz wird im heutigen digitalen Zeitalter immer wichtiger. Ja, und das Erlernen dieser Fähigkeiten kann Kinder dazu befähigen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Lassen Sie uns mehr darüber erfahren, die Medien das Verhalten und die Werte in der Gesellschaft beeinflussen. Tolle Idee. In dieser Gegend gibt es so viel zu entdecken. Lektion 29. Veranstaltungen organisieren. Kleiderbügel? Natürlich. Ich bringe sie zusammen mit den anderen Materialien für die Veranstaltung auf ihr Zimmer. Das ist großartig. Wenn alles organisiert ist, läuft die Veranstaltung reibungslos. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, alle notwendigen Materialien im Voraus bereit zu haben. Ja, und es hilft, Schaus in letzter Minute zu vermeiden, wenn alles an seinem Platz ist. Genau. Ich werde unser Inventar vor dem Aufbau noch einmal überprüfen. Das kennt Kiewer. Es ist besser, übervorbereitet zu sein als untervorbereitet. Ich stimme zu. Ich bin gespannt, wie alles für die Veranstaltung zusammenkommt. Doch lasst uns alles koordinieren, damit es ein Erfolg wird. Ja, mit guter Planung wird es ein fantastischer Anlass.
Lektion 30. Stressfreies Reisen. So vergessen Sie nichts und können Ihre Reise stressfrei genießen. Auf jeden Fall. Vorausplanung hilft wirklich, das Chaos in letzter Minute zu minimieren. Ja, und mit einer Checkliste können wir sicherstellen, dass wir alles abdecken, was wir einpacken müssen. Ich stimme zu. Es macht den gesamten Prozess so viel einfacher und angenehmer. Genau. Ich fühle mich viel entspannter, weil ich weiß, dass ich mich richtig vorbereitet habe. Ja, und es ermöglicht uns auf das Genießen der Reise zu konzentrieren, anstatt uns über vergessene Gegenstände Gedanken zu machen. Ich denke, wir sollten auch unsere Backlisten teilen, um sicherzustellen, dass wir nichts vergessen. Toll dir. Durch die Zusammenarbeit können wir alle Bereiche abdecken. Ich freue mich darauf, diese Reise unvergesslich und stressfrei zu machen.